Heute sind wir in Barcelona zu Gast bei Maximilian Schachmann, Radprofi bei Bora Hansgrohe. Als Radprofi, wie oft kocht man da selber? Hi Maximilian, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, danke Peter fürs Kommen. Ich denke, wir können loslegen. Warum genau Lomo Saltado? Das hat meine Frau in mein Leben gebracht. Meine Frau ist Peruanerin und in Peru ist das, also ich würde sagen, Nationalgericht. Für dich als Radprofi, du musst ja extrem darauf achten, was du isst. Ist das Gericht aber auch in Ordnung? Also meiner Meinung nach schon. Vielleicht kriege ich nachher eine Nachricht von meinem Nutritionist. Aber nein, ich denke, es ist gut. Wir haben hier wir haben Proteine. Wir haben, wie ich gesagt habe, die Kohlenhydrate. Wenn man intensiv trainiert, müssen wir so viel Kohlenhydrate essen. Von daher ist es eigentlich ganz gut, dass der Fokus von selbst schon auf den Kohlenhydraten und dem Protein sozusagen liegt. Dann kannst du morgen wieder Vollgas geben. Genau. Wer kocht das Gericht besser, du oder deine Frau? Meine Frau natürlich, definitiv. Ich lerne noch. Hast du selber einen besonderen Kochstil, wo du sagst, wenn ich koche, dann gibt's das? Ja, also ich koche schon so ein bisschen, also gemischt, jetzt nicht typisch deutsch. Ein bisschen italienisch kocht man gerne, eine gute Pasta. Thailändisch esse ich gerne. Das ist echt ein breiter Mix. Aber meine Frau ist da ihrer eigenen Küche viel treuer als ich. Okay, cool. Aber du reist auch gerne, habe ich gehört. Ja. Und dementsprechend nimmst du dann die Inspiration mit von den Reisen für die Küche oder schaust du einfach im Internet und dann wird drauf losgekocht? Nee, wenn ich jetzt was sehe auf den Reisen, was mir echt mundet, gut schmeckt, dann nehme ich es schon mit nach Hause und wir probieren es mal aus. Und das ist ja auch ist einfacher heutzutage mit dem Internet, dass man es dann auch ziemlich schnell findet. Ja. Irgendwelche Gerichte oder Zutaten, wo du sagst, das isst du gar nicht? Als Kind habe ich Rosenkohl gehasst. Das war gar nicht mein Ding. Mittlerweile esse ich auch den. Als Radprofi Zeit zum Kochen, nimmst du dir die dann einfach oder wie schwer ist das? Nee, also gehört halt dazu zum Tagesablauf. Es ist so, dass meine Frau isst gerne Mittag und nicht so viel Abendessen. Das ist komplett anders als wie ich das gewohnt war. Von daher ist es so, dass sie dann auch des Öfteren schon alleine kocht. Klar, wenn wir größere Anlässe haben, dann ist es auch das Abendessen was Großes, da koche ich auch gerne. Ja, ansonsten, gut, Frühstück spielt eine große Rolle vorm Training. Dauert immer ein bisschen. Mittags sitzt du auf dem Rad. Mittags sitze ich auf dem Rad und dann, wenn ich Glück habe, kriege ich eine Nachricht. Was möchtest du denn essen? Dann gebe ich schon mal Bescheid, 2 Stunden. Ich brauche noch 2 Stunden. Ja, das. Ja, Luxus. Cool. Pfeffer würde ich weglassen. Und ich glaube, Salz sollten wir da gar nicht ranmachen. Warte mal. Hier, ohne Salz. Erst nach dem Garen salzen. Ja. Du weißt Bescheid. Genau. Nutzt du Automatikprogramme? Viel? Schon, ja. Also jetzt hier bei den Kartoffelspalten würde ich jetzt das Automatikprogramm laufen lassen. Meistens ist es perfekt. Aber wenn ich es jetzt zum Beispiel noch ein bisschen kross haben möchte, dann kann man einfach noch manuell mal so 2 Minuten Vollgas hinterher und dann wird es noch ein bisschen knuspriger, aber das ist ja auch am Ende von jedem abhängig, wie er es mehr mag. Zum Beispiel das Brot, ja, wenn wir dann Brot machen, ich mag es richtig kross und sie überhaupt nicht. Okay. Und das ist halt, kommt halt drauf an. Was sind so die Highlights deiner Karriere? Wo erinnerst du dich am meisten zurück? Also schon die 2 Siege bei Paris-Nizza, das ist schon ein großes Radrennen. Und dazu gewinnen, 2-mal hintereinander, das war schon eine große Sache für mich. Ein Rennen, was echt in Erinnerung geblieben ist Strade Bianche, da war ich Dritter. Da habe ich leider, also an dem Tag hätte ich echt die Beine gehabt, da habe ich es ein bisschen versemmelt auf einem Abschnitt. Dann hatten wir eine Lombardei-Rundfahrt. Gut, da war ich ja Top 10, da bin ich ja gestürzt. Mir Schlüsselbein gebrochen. Dann, gut in Erinnerung ist die Etappe bei der Tour, wo ich Kilometer vom Ziel eingeholt worden bin. Das war natürlich auch ein bisschen bitter. Vor meinem jetzigen Teamkollegen, Martinez. Was hat sich in Sachen Ernährung im Radsport getan in den letzten Jahren? Da hast du wahrscheinlich auch schon den einen oder anderen Trend miterlebt. Ja, auf jeden Fall. Also als ich Profi geworden bin, da war es eigentlich gängig, sozusagen die ganze Zeit Gewicht zu machen. Was viele Leute gemacht haben, war eigentlich die Low-Carb-Ernährung, also wenig Kohlenhydrate, immer Low Carb. Und es hat sich total geändert.
Also jetzt in den letzten Jahren. Es hat sich dahingehend entwickelt, dass es eigentlich eher darum geht, High Carb, High Carb, High Carb. Viele Kohlenhydrate im Training, intensiver trainieren. Wollt ihr ein Heck einbauen in die Dinger? Hier, Küchenheck. Warte. Die kannst du nämlich hier einmal durchziehen. Wie würdest du dich auf dem Rad beschreiben? Was für ein Typ bist du? Ja, schon ein Allrounder. Ich bin nicht so schnell im Sprint, aber schon nach einem harten Tag. Also wenn es jetzt ein schweres Eintagesrennen ist oder so und aus einer kleinen Gruppe heraus, nach einem schweren Tag kann ich eigentlich schon auch einen Sprint gewinnen, einen langen Sprint. Das kann ich schon gut. Ansonsten echt ein Allrounder, also am Berg. Bin jetzt nicht top im Hochgebirge, aber wenn die Bergetappe jetzt nicht zu extrem ist. Größte Schwäche auf dem Rad? Ja, Hochgebirge ist bisher jetzt nicht immer mein bestes Pflaster gewesen. Größte Stärke? So, ich denke so hügelige Rennen. Deine Lieblings-Grand Tour? Also jede Tour hat irgendwie was. Vuelta ist halt schon ein bisschen entspannter, immer spät Start, immer heiß und warm. Dann die Tour ist halt die Tour. Viel Trubel drumherum, aber halt einmalig von der Atmosphäre, von den Zuschauern, die Pässe. Es ist einfach, es ist eigen. Es ist halt die Tour. Und der Giro, ja, auch der Giro, das war meine erste Grand Tour, ist einfach wieder anders, ja, auch von der Landschaft. Italien, wenn man da durchfährt, dann ist die Küche dann, klar, mittlerweile haben wir alle einen Koch dabei, aber War früher nicht so? also nicht bei allen Rennen, aber es war früher nicht gang und gäbe. Und da dass man als Fahrer schon lieber in Italien gefahren. Weil in Italien, da kann, egal wo man eincheckt in der Regel, ja, auch wenn es ist ja, viele können sich es ja nicht vorstellen, aber die Unterkünfte sind nicht so glorreich oft. Und in Italien ist aber das Essen eigentlich in der Regel schon gut. Man kriegt eigentlich immer eine al dente Pasta. Das ist ganz wichtig. Es gibt so ein paar Grundsachen, ja, Grundregeln im Radsport, die müssen stimmen. Zum einen die Pasta, ja, die muss al dente sein. Also da gibt es schon ein bisschen Unmut am Tisch, wenn die nicht al dente ist. Okay. Ja, das ist ein Problem und der Kaffee muss stimmen. Der Kaffee muss auch gut sein. Dann ist Italien das perfekte Pflaster. Genau, ja. Jetzt habe ich Also vorne heiß, hinten nicht so heiß. Ah, okay, dann kannst du hin und... Genau, scharf anbraten und dann lassen wir es da ein bisschen so ziehen. Vorne das Gemüse und dann alles zusammen. Was nutzt du mehr, Teppan oder Xpo? Ja gut, sind nicht so gut vergleichbar. Tatsächlich, also den Xpo nutze ich schon viel mehr, weil man ihn einfach für alles nutzen kann. Ja. Also ich nutze ihn halt zum Brot aufbacken. Dann der Xpo kriegt jedes Brot wieder hin. Also wenn man es mal ein bisschen vergisst, das wird schon hart, schafft er das wieder. Da gibt es so einige Funktionen und mit dem Wasserdampf und so ist es wieder weich, also echt gut. Dann zum Aufwärmen von Speisen, dann klar Kartoffeln in der Regel, also wir essen gern so Kartoffelspalten. Zu Weihnachten habe ich ihn benutzt, um Weihnachtsbraten zu machen. Diesmal nicht Ente oder Gans, sondern mein erster Truthahn, weil die von Mary, die Familie war hier und die essen halt Turkey, also Truthahn. Ansonsten gut, Fleisch ist halt easy. Wenn man Besuch hat, top, einfach Thermometer rein, kann sich um den Rest kümmern. Das wird halt gut. Spart an Zeit, ist ja als Radprofi jetzt auch ein kostbares Gut. Ja, auf jeden Fall. Aber auch wenn man Besuch hat, ist es super. Wenn jetzt hier 10 Leute rumrennen, ja, und dann, also man hat jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit den Braten oder das Fleisch oder so im Visier, im Auge. Und wie ich gesagt habe, muss man nicht viel machen. Ich gucke immer so, was es gibt. Dann, weißt du, ich zum Fleischer hier, Lammrack, schön mit dem Knochen, so ein bisschen angeben, weißt du. Und dann wird es immer perfekt. Ja, und jetzt Teppan ist halt echt gut zum Anbraten, was wir jetzt machen. Wir wollen ja hier so ein bisschen Röstaromen haben am Fleisch. Deswegen brauchst du ja ein bisschen Feuer. Und dafür ist er halt top. Wie bist du eigentlich zum Radsport gekommen? Durch meine Schwester tatsächlich. Okay. Die ist 6 Jahre älter und ich habe halt mit 10 Jahren, 10 oder 11 Jahren den Sport für mich entdeckt. Und dann hat sie halt meinen Vater so ein bisschen wieder angesteckt, der ist in seiner Jugend gefahren. 2 Jahre. Und er ist dann wieder aufs Rad gestiegen. Ich habe zu der Zeit Fußball gespielt und bin dann umgesattelt. 10.
10, 11, ja. Ist die auch Rennen gefahren schon dann, oder? Ja, ich bin das war im August 2005, müsste es gewesen sein. Nach der Anmeldung, 2 Wochen später Rennen gefahren, Dritter geworden. Okay, Genau, es war so ein Anfängerrennen ohne Lizenz. Und genau, da habe ich angefangen, voll zu trainieren. Ich bin damals schon für die Nationalmannschaft gefahren und war dann in Valkenburg in Holland 2012 auf dem Podium beim Zeitfahren. Das war dann für mich sozusagen schon so ausschlaggebend zu sagen, hey, selbst international vorne dabei, sollte ihm eine Chance geben. kann man probieren. Bin dann in die U23 und habe gesagt, okay, 4 Jahre U23. Wenn es da nicht klappt mit dem Profivertrag, dann lasse ich es auch wieder sein. Weil es dann wahrscheinlich einfach nur so ein Verfolgen des Traums wird, den man nicht erreichen kann. Ich glaube, wir müssen das kurz mixen. Okay. Vielleicht ist jetzt schon ein bisschen braun hier. Vielleicht gehen wir mal hier hoch. Fleisch ist fertig. Brauchen wir die Kartoffeln. So, mal gucken. Saugautomatik, das ist auch ohne Brille. Ja. Perfekt. Ja, tauschen wir einmal. Der Expo Pro-Tipp, danach salzen, nicht davor. Sieht gut aus. Du, wenn ich vom Training nach Hause komme, dann reicht der Teller von der Größe definitiv nicht. Ja, sieht echt gut aus. Dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Ich kenn's ja schon. Echt gut. So soll es sein. Reisepass kann ich beantragen in Peru.